Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Martin hat sich letztens einen Apfelkuchen gewünscht und der wartet jetzt schon seit ein paar Tagen darauf. Also machen wir heute mal zusammen einen Apfelkuchen. Was ihr dafür braucht, zeige ich euch einmal. Das ist Mehl, Vanillezucker, Salz, normalen Zucker, Ei und Butter ist für den Teig. Und für die Füllung, sage ich mal, brauchen wir Äpfel, den Saft von einer Zitrone und Zucker. Da habe ich jetzt wieder gemischt genommen, habe ich bei dem anderen vergessen. Aber die meisten mischen das nicht. Ich mache es halt, weil ich beides mag. Und das ist für später für den Kuchen, zum Einfetten und dass wir das dann da reintun können. Aber ich würde sagen, fangen wir am besten mal an. Als erstes tun wir alle Zutaten in die Rührschüssel. Haben wir das Mehl, dann Salz und Zucker oder Vanillezucker. Den normalen Zucker. Das Ei. Nehmen wir das mal zur Hilfe und die Butter. Die sollte weich sein. Sonst wird das nicht so wirklich was mit dem Teig. Das Ganze rühren wir jetzt so 2-3 Minuten einmal durch. Und dann ist der Teig erstmal auch schon fertig. Der Teig ist fertig, aber nicht wundern, der muss so eine weiche Konsistenz, so eine krümelige Konsistenz haben. Wie ihr seht, hat er die auch. Ich rühre noch mal einmal kurz so durch. Jetzt könnt ihr das mit der Waage machen oder frei Schnauze. Wir dürfen das sagen. Ich muss jetzt nämlich ungefähr ein Viertel davon wegnehmen. Das teile ich mir jetzt einfach hier so ein bisschen ab. Und hoffe, dass ich das da rauskriege. Muss ja nur ungefähr sein. Ich glaube, das ist für den Deckel, ne? Genau. Ja, wenn man sich unsicher ist, kann man ja wirklich die Waage da zur Hand nehmen. Aber ich glaube, du kriegst das auch so hin. Ja, so. Pi mal Daumen. Das tun wir jetzt erstmal nochmal in den Kühlschrank, damit die Butter ein bisschen kalt wird. Ich glaube, den Teig tun wir auch nochmal im Kühlschrank, dadurch, dass die Butter sehr warm war, damit der ein bisschen kühler wird, während wir die Äpfel schneiden. Da kommt immer auf die Zimmertemperatur an. Bei uns ist es ja warm. Als nächstes schneiden wir uns 1 Kilo Äpfel, einfach in kleine Stücke. Ich wiege das immer nach dem Schneiden, nicht vor dem Schneiden, weil ich da bessere Kontrolle drüber habe. Ich hole mir noch kurz ein anderes Messer. Das war eigentlich für die Zitrone gedacht. Ja, so geht das ja schon viel besser. Nichts über das passende Werkzeug. Genau. Ja, jetzt hätte ich noch eine Schüssel für den Kompost, aber gut. Müssen die geschält werden? Ja. Ja, mit Schale würde ich nie machen. Egal, wo man Äpfel kauft. Das sind jetzt keine Bio-Äpfel und da ist so viel Chemie dran. Selbst bei Bio-Äpfeln weiß man ja nicht, wie die behandelt wurden. Da gibt es ja nur bestimmte Prinzipien, die einhalten müssen und alles andere ist dann Auslegungssache. Ich weiß es nicht. Ich will auch keinem was unterstellen, aber ich schneide ja eigentlich grundsätzlich ab. Außer jetzt bei uns aus dem Garten damals. Die haben wir wirklich nicht behandelt. Nein. Wir haben die nur rechtzeitig vor den Wespen gerettet. Ich kann euch aber jetzt nicht zu der Apfelsorte sagen, hier gibt es rote und grüne Äpfel. Ist jetzt nicht so wie in Deutschland. Da müsst ihr gucken, mit welchen ihr am besten oder am liebsten arbeitet. So, auf jeden Fall müssen die gewürfelt werden. Genau. Ja, ich wollte ja wiegen. Deswegen tue ich sie nochmal raus. Ich wiege jetzt einfach nur die Schüssel, damit ich nachher weiß,
auf wie viel ich kommen muss. Die Waage tarieren. Ja, aber bei der Waage ist das blöd und bei vielen anderen auch, wenn du zu langsam bist, dann geht die auf 0. Ja, das ist richtig. Und deswegen mache ich das dann so. Und man weiß ja auch, wie schnell Äpfel braun werden. Deswegen schneide ich jetzt schon mal die Zitrone. Da habe ich einen guten Tipp für euch. So Tipps kriegt man meistens so, wenn man eine Friede hat. Einfach über den Tisch rollen, bis sie weich ist. Dann kriegt ihr nämlich viel mehr Saft raus. Martin hat es letztens auch probiert, ne? Ja, die war der Saft überall. Viel saftiger. Der sprudelte schon beim Schneiden raus. Vielleicht, jetzt war ich zu langsam. Ja, Nein, man sieht es. jetzt auch. Selbst beim Aufschneiden sprudelt dann schon der Saft raus. Und das verrührt ihr dann zwischendurch halt mit dem Zitronensaft, die Äpfel. Und macht ja jetzt kein Gewicht aus. Damit die nicht so braun werden. Genau, ja, damit die gar nicht braun werden. Die Äpfel sind fertig geschnitten. Jetzt kommt der Zucker dazu. Und das vermischen wir uns einfach noch. Also seht ihr, das ist auch das Gute mit dem braunen Zucker, dann sieht man wenigstens, ob es gut vermischt ist. Das stimmt. War gewollt, nein, Spaß. Den Teig habe ich mir in der Zwischenzeit auch schon mal wieder aus dem Kühlschrank geholt. Weil zu hart darf der auch nicht sein. Das war nur ein bisschen, dass die Butter abkühlt. Ja, sieht ja immer noch so krummelig aus. Also das bleibt auch so. Wenn ich die jetzt gleich verrührt habe und den Boden vorbereitet habe, kann sein, dass sich da noch Wasser absetzt von den Äpfeln. Das solltet ihr dann aber nicht mit reintun, weil das ja, den Teig zusätzlich durchweicht. Und so einen ganz wabbeligen Boden, halt nur so durchgeweichten Boden wollen wir, glaube ich, nicht. Also wir nicht. Ich denke mal, ihr auch nicht. Jetzt machen wir als erstes einmal hier die Form fertig, dass wir den Teig da reinmachen können. Dann mache ich ja mal ganz simpel. Einfach drauflegen, zumachen und gleich abschneiden. Für den Rand nehme ich einfach Butter. Wenn es jetzt ein anderer Boden wäre, den man nicht raufdrücken muss, dann würde ich ein paar Butterkleckse machen und auch Backpapier da drum machen. Weil die Butter gilt als Kleber quasi. Aber dadurch, dass man den Teig so dran drücken muss, wird es halt das Backpapier hochschieben. Und das wird dann nicht viel bringen. Deswegen einschmieren und auf Backpapier verzichten. Dann einfach nur schön auch satt einschmieren. In der Hoffnung, dass es nicht klebt. Jetzt schütten wir uns einfach den Teig in die Springform. Der wird jetzt eigentlich nur angedrückt. Nur vergesst bitte den Rand nicht. Verteilen wir den jetzt erstmal so. Und gehe dann von der Mitte aus zum Rand. Man merkt das eigentlich auch schon, wenn er zu dick oder zu dünn ist. Oder man sieht es auch. Das ist eigentlich echt simpel. Und wenn er halt ein bisschen kühler ist, dann hält das auch besser. Weil wenn die Butter zu weich ist, dann klebt das alles nur an den Pfoten fest. Wenn ihr das hier so macht und das klebt nicht an den Fingern, dann ist das eigentlich eine gute Konsistenz. So. Also es klebt zwar halt, aber jetzt es bleibt nicht dran hängen. Butter. Der Boden ist fertig, oder Boden und Rand. Jetzt tun wir die Äpfel rein. Alles schön da rein. Ich sehe gar nichts. Das ist der Nachteil, wenn man das für die Kamera macht. Ja, habe ich doch richtig abgepasst mit der Höhe vom Rand. Ja gut, das ist natürlich immer so ein bisschen Geschick. Glückssache. Nein. Glückssache, okay. Ich habe den ja schon ein paar Mal gemacht, den Kuchen. Ja, den Kuchen haben wir schon öfter gemacht, der ist einfach genial. Schöne Grüße an Ines und Uwe. Genau. Jetzt habe ich mir gerade schon das Viertel aus dem Kühlschrank geholt für den Deckel, was ich mir kalt gestellt hatte. Und tue das jetzt, ich nehme hier das zur Hilfe, auf das Backpapier. Das ist einfach nur mit dem Backpapier eine Hilfe.
erstmal so in Form. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem krümeligen Teig. Aber der Aufwand lohnt sich definitiv. So gut. Ja, dadurch, dass er jetzt halt sehr kalt ist, muss man den ja ein bisschen körperwarm kriegen quasi. Ja, du musst ein bisschen aufwärmen. Aber ist halt, ne, ist ja zu warm, kriegt man ihn nicht. Dann klebt der auch nur da dran. Ist er zu kalt, geht das jetzt auch nicht. Ja, der muss genau die richtige Temperatur haben. Das Gute ist ja bei zu kalt, dass man den dann durch Kneten warm kriegt. Man kann das hier auch in Form drücken. Quasi. Schon mal so ein bisschen. Das soll halt die Größe von der Springform werden, der Deckel. Wie ihr seht, ist es schief gegangen. Das hat doch am Nudelholz geklebt. Deswegen habe ich mir jetzt noch ein anderes zur Hilfe geholt, anderes Backpapier, was ich eigentlich schon von vornherein hätte machen sollen. Und hol das jetzt so aus. Ja, dieser krümelige Teig, der hat schon so seine Tücken, aber... Das ist an sich eigentlich echt nicht schwer. Wenn ihr es jetzt zum Beispiel sofort so macht, dann geht das super. Also für meine schwachen Nerven ist das nichts, aber das lohnt sich die Mühe, weil der schmeckt wirklich so mega geil, der Kuchen. Und ihr könnt den ja auch mit allen möglichen anderen Sachen füllen. Müssen ja keine Äpfel sein. Nein. Haben wir den nicht sogar auch mal mit Pflaumen gemacht? Ich meine, wir haben den auch schon mal mit Pflaumen gefüllt. Ihr müsst ja auch keinen Deckel drauf machen. Ihr könnt das zum Beispiel einfach, wenn euch das zu aufwendig ist, streuseln quasi. Also der Teig ist ja sehr streuselig, einfach nur drüber machen. Aber das mache ich auch mal, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe. Dann wird es halt einfach ein Streuselkuchen. Schmeckt genauso gut, weil der Teig ist lecker. Aber mit den 2 Backpapieren geht das ja schon recht gut. Ja, so in etwa. Jetzt kommt das Schwierige. Ich bin ja nicht so für das Kippen. So. Und dann jetzt nämlich heil das Backpapier abziehen. Wenn nicht, gibt es gute Outtakes. Aber so ist das für mich leichter, den da drauf zu kriegen. Und die Lücken schließt ihr jetzt, versucht es. Macht das also ein bisschen, ich passe das quasi so an den Rand an. Dadurch, dass da eh Löcher rein müssen, dass die Luft da ein bisschen entweichen kann, ist das sehr praktisch hier. Ich steche jetzt noch ein paar Löcher da rein. Da, wo es geschlossen ist. Den Backofen habe ich mir schon auf 150 Grad vorgeheizt. Wir haben hier eine Ober-Unterhitze. Ihr müsstet dann auf 170 Grad Umluft machen, also wenn ihr einen Umluftofen habt. Und der kommt jetzt im Backofen. Der Kuchen ist fertig. Jetzt kommt wieder mein Lieblingspart bei den Videos. Das Probieren. Oh, der ist so warm. Seht ihr, wie der qualmt? Der dampft sogar noch richtig. Ich glaube, auch wenn ich den hätte auskühlen lassen, wäre der nicht ganz so gebrochen. Aber gut. Martin hat mich darauf hingewiesen, dass da eigentlich Schlagsahne drauf gehört. Ich bin ja eher so, die dann versucht, so ein bisschen kalorienbewusster sich zu ernähren. Martin jetzt nicht. Der will Hauptsache lecker.
Aber ich darf den trotzdem ohne Schlagsahne auch probieren. Guck mal, wie saftig das ist. Wow. Und? Oh. Mhm. Oh, ist ja geil. Ich weiß schon, wieso wir den so oft machen. Naja, jetzt haben wir den schon länger nicht gemacht. Ihr aber- müsst jetzt sein Grinsen sehen. Ja, ich freue mich nämlich jetzt auch. Das Video, das Filmen ist zu Ende und ich kann jetzt auch gleich probieren. Ja, du magst doch gar nicht heiß. Ja, aber ich werde jetzt trotzdem ein heißes Stück Apfelkuchen essen, weil da Eins freue ich muss ich mich noch. jetzt drauf. Ja, Sarah kann jetzt gerade nicht sprechen, deswegen schreibt mal in die Kommentare, falls ihr den nachgemacht habt, wie er euch geschmeckt hat und wie sieht es aus bei euch, mit Sahne oder ohne. Und ansonsten Guten Appetit. guten Appetit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Richtung. Jetzt schütten wir uns einfach den Teig in die Springform. Ich schneide das einmal eben vorher ab, sonst knistert das so.